Willkommen zurück auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Eugen. Ich bin Foto- und Videograf in der Schweiz. Und heute geht es darum, den 135er Series Gold Mist Filter von Polar Pro in Verbindung mit Peter McKinnon. Also ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal in die Stadt Luzern. Dort können wir den Filter ausprobieren. Ich habe den in der Größe 82 mm besorgt, weil das größte Objektiv, was ich habe, hat einen Durchmesser von 82 mm. Und dann kann man sogenannte Step-Down-Ringe kaufen, um die Größe zu verändern. Für zum Beispiel das 1635 PZ-Objektiv, was ich hier habe, das hat einen Durchmesser von 72 mm. Und so kann man dann auch einen größeren Filter auf ein kleineres Gewinde adaptieren. Ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren mal in Richtung Luzern. Erstmal muss ich tanken, das Auto ist nämlich komplett leer. Und sollten wir es zur Tankstelle schaffen, weil ich bin auf 00, dann fahren wir weiter nach Luzern. Ansonsten bleiben wir da, wo wir dann sind. Glücklicherweise habe ich es noch rechtzeitig zur Tankstelle geschafft. Es war wirklich knapp vor 0, beziehungsweise war schon 00. Das Auto hat nicht mal mehr angezeigt, wie weit ich fahren kann. Ich tanke jetzt schnell und dann fahren wir weiter in Richtung Luzern und gucken mal, ob der Filter überhaupt was bringt. Was macht ein Mistfilter überhaupt? Zum Glück haben wir heute wirklich gutes Wetter und knallige Sonne. Ich glaube, da können wir ein paar richtig coole Sachen machen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so laut ist durch die Autos, die vorbeifahren und durch den Tank, der sich füllt. Was macht der Filter überhaupt? Das ist ein Goldmist-Filter, nennt er sich. Und was dann passiert ist, wenn man ganz hartes Licht hat, was in die Kamera bzw. durch den Filter leuchtet, dann entsteht ein Nebeleffekt. Das heißt, die harte Lichtquelle, die man hat, die wird ganz weich. Die wird größer, die wird gelb-gold, ist nicht mehr ganz so hart im Bild zu sehen. Das macht das Ganze wirklich schöner anzusehen, viel weicher, und wir versuchen mal heute ein paar Bilder damit zu machen. Es ist vorrangig ein Fotofilter, aber ich habe gestern schon ein paar Sachen ausprobiert und da läuft es auch super mit Video. So, jetzt schnell wieder den Tank beenden und dann geht's weiter. Gut, Auto ist voll, Brieftasche ist leer, also ab geht's Richtung Luzern und dann schauen wir, was wir Geiles fotografieren können. Jetzt sind wir in Luzern angekommen. Schön haben wir es geschafft. Ich habe direkt an der Straße geparkt, deswegen hoffe ich, dass euch die Autos nicht zu doll stören. Ich habe den Filter jetzt aktuell drauf, werde auch hinten an der Promenade gleich noch ein paar Bilder machen, um zu gucken, wie gut ist der Filter tatsächlich. Hat man den goldenen Stich, den ich will, oder ist der Filter einfach nur ein Gimmick und kostet Geld? Aktuell ist er wie gesagt drauf. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe das Bild noch nicht. Ich werde den Filter gleich nochmal abnehmen. Ich werde in der Postproduktion auch gar nichts verändern. Keine Farben, keine Kontraste, kein nichts, sondern ihr kriegt das RAW aus der Kamera raus. Und dann schauen wir mal, ob der Filter einen Unterschied ausmacht. Jetzt habe ich den Filter abgenommen. Die Einstellungen sind alle gleich, die Position ist die gleiche, die Brennweite ist die gleiche. Das Einzige, was ich nicht drauf habe, ist die Sonnenblende. Ich will einfach möglichst schauen, wie ist der Lichteinfall, sieht man grüne Lichtstrahlen, sieht man gelbe Lichtstrahlen, und da muss alles Pi mal Daumen gleich bleiben. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, im Gegensatz zu euch, wie sieht es aktuell aus? Hat man wirklich einen Unterschied dazu, dass man vorher den Filter drauf hat oder nicht? Ist das Bild wärmer, ist das Bild nicht wärmer? Wir werden sehen. Ich habe den Winkel mal ein bisschen geändert, ist natürlich ein bisschen sehr drastisch, aber ich wollte, dass man die Sonne im Hintergrund sieht. Ich hoffe, dass wir hier einen krasseren Effekt haben als bei der anderen Einstellung, wo die Sonne wirklich sehr weit aus dem Bild ist. Der Filter soll natürlich auch hartes Licht umwandeln, also der soll hartes Licht weich machen, und ich hoffe, dass wir den Effekt sehen. Ich werde jetzt nochmal den Filter abnehmen und dann schauen wir mal, inwieweit wir da Glück haben. Ich glaube, man sieht recht gut, dass der Filter, wenn man wirklich sehr hartes Licht hat, auch recht viel verändert im Bild, beziehungsweise es macht die Sonne weicher. Also man sieht, dass es wirklich nach außen hin viel größer wird, die Lichtquelle, und dass sie weicher ist. Bei den Einstellungen zuvor habe ich schnell mal einen Sneak Peek gemacht auf dem Bildschirm hinten. Und da konnte ich nicht wirklich einen Unterschied erkennen, mit oder ohne Filter. Ich habe es auch mal ein bisschen ausprobiert, einfach davor gehalten und weggenommen. Und dort habe ich gar keine Änderungen im Bild gesehen. Was wir jetzt machen werden, ist, ich nehme die Kamera jetzt mit. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder einer Stadt machen, damit wir schauen können, ob wir vielleicht zwischen den Gebäuden, wenn die Sonne da durchläuft, schöne Bilder bekommen mit dem Filter. Ich versuche in den Fotos auch ein bisschen den Gegensatz zu zeigen.
Gut, kommen wir zum Fazit vom heutigen Tag. Wir haben jetzt recht viel sehen können. Ich habe ein paar kleine Clips gemacht, ein paar Fotos gemacht und ich glaube, schon anhand derer kann man ganz gut einschätzen, ob man sich den Filter leisten sollte oder nicht. Persönlich ist es so, ich bin ein bisschen im Zwiespalt, ganz ehrlich, weil wenn man Bilder macht mit zum Beispiel einem Blitz oder mit der Sonne, dann klar, dann bringt es was. Also dann kann man einfach wirklich davon ausgehen, dass man auch eine Veränderung sieht. Wenn man aber den Filter nur benutzt für alltägliche Sachen, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder im Wald oder sonst irgendwo, dann wird man keinen Unterschied haben. Da kann man wirklich in Lightroom, Capture One oder welches Programm du auch immer benutzt, reingehen und einfach den Temperaturslider ein bisschen bewegen. Man hat den gleichen Effekt. Persönlich denke ich, da muss man wirklich drüber nachdenken. Hat man oft eine harte Lichtquelle, mit der man arbeitet oder nicht? Hast du die nicht, kauf dir den Filter nicht. Hast du die Lichtquelle, dann besorg dir den Filter. Jetzt ist der Sonnenuntergang heute nicht ganz so bravourös, wie ich es mir erhofft habe, aber man kann auch hier so ein kleines Stück weit sehen, dass der Filter das Bild verändert. Nichtsdestotrotz müsste die Sonne noch ein Stück weiter untergehen, damit man ordentlichen Effekt hat, beziehungsweise natürlich äquivalent, die Sonne muss aufgehen am Morgen. Was mir noch aufgefallen ist bei den Bildern, der Kontrast geht auch ein Stück weit flöten. Da muss man sich auch bewusst sein, dass man den ein Stück weit verliert, wenn man so einen Filter benutzt. Aber es hat natürlich auch der Effekt mit sich, wenn die Sonne durch den Filter kommt. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Bildern und mit den Videoclips einen Eindruck vermitteln, was der Filter macht, wie gut der wirklich ist, wie schlecht der ist. Solltest du Interesse haben an dem Filter, werde ich unten verlinken, wo man den aktuell am günstigsten bekommen kann. Stand heute natürlich. Jetzt würde mich einfach noch interessieren, würdest du dir so einen Filter kaufen? Meinst du, es macht Sinn, so einen Filter zu benutzen? Macht der Sinn für deine Sachen, die du machst, oder denkst du dir, es ist wirklich absolut sinnlos? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!